Damen wissen ganz genau warum. Unser Zirkus, der ist klasse, unerreicht auf dieser Welt. Strömen Sie herbei zur Kasse, denn hier gibt's was für Ihr Geld. Menschen, Tiere, Sensationen, nur die allerneuesten Tricks. Und als Clou der Sensationen, der berühmte Mr. X. Mr. X ist unvergleichbar, tollkühn, edel, elegant. Mr. X ist unerreichbar, Mr. X ist weltbekannt. Mr. X ist unvergleichbar, tollkühn, edel, elegant. Mr. X ist unerreichbar, Mr. X ist weltbekannt. Sagen Sie, lieber Direktor, ist dieser Mr. X wirklich so grandios? Wir kommen aus Moskau. Ja, dieser Mr. X ist wirklich so grandios. Er ist der Größte. In Moskau, in London, in Paris, ja, selbst in Amerika hat man so etwas noch Was nicht macht gesehen. er für einen Trick? Trick? Es ist Tollkühnheit. Tollkühnheit gepaart mit Todesmut. Stimmt es, dass er eine Maske trägt? Natürlich, er trägt immer eine Maske. Er kommt maskiert und er geht maskiert. Das hat er sich vertraglich ausbedungen. Interessant. Mysteriös. Bitte, meine Herren, überzeugen Sie sich selbst. Meine Herren, meine Damen, hochverehrtes Publikum, die Sie heute zum Zirkus kamen, wissen ganz genau warum. Mr. X ist einfach klasse. ohne jeglichen Vergleich. Strömen Sie herein zur Kasse. Anfang ist sofort und gleich. In unserer heutigen Abschiedsvorstellung sehen Sie die Tortellis aus Rom und das berühmte Baranski-Ballett. Die 5 Leibwächter des Schahs von Persien. Sie haben dem Schah bereits 3-mal das Leben gerettet. Miss Mabel Gibson, unsere junge, talentierte englische Seilkünstlerin. Hello Mabel, how are you? Yin, Yen und Yan, die 3 Söhne des gefürchteten Chinesen Dr. Fu Manchu. Die wilden Hengste von Lipizza, vorgeführt von Baron Dobszemanski. Unsere indischen Wunderelefanten, vorgeführt von seiner Hoheit, dem Maharaja von Taipur. Das Riesenbaby. Na komm. Als Krönung dieses unvergesslichen Abends aber werden Sie ihn sehen. Stellt dieser sagenhafte Mr. X sich nicht selber vor? Sein Auftritt ist 10:20 Uhr. Er betritt den Zirkus 9:40 Uhr. Das ist vertraglich festgelegt. In der ersten Abteilung sehen Sie Yin, Yen und Yan, die 3 Söhne des berüchtigten Chinesen Dr. Fu Manchu. Hier sind wir, Fürstin. Aber Saskusin, wie kommen Sie auf die Idee, mich zum Zirkus zu führen? Nun, ich erinnere mich, dass Fürstin Fedora Palinska gestern beim Champagner geäußert hatte, ich möchte diesen sagenhaften Mr. X sehen. Ach ja. Und Ihr Wunsch, Fedora, wird mir immer Befehl sein. Sie haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis.
Und Sie sind sehr aufmerksam. Und wann führt diese Aufmerksamkeit zum Ziel? Oh, Sas-Cousin, machen Sie es mir doch nicht so schwer. Der Befehl seiner Majestät des Zaren ist für mich schlimm genug. Er lässt mich aus Paris zurückkommen. Er empfängt mich in Privataudienz, nur um mir zu sagen, Fürstin Palinska, die palinskischen Güter und Bergwerke, die Sie geerbt haben und an denen die Krone wesentliche Anteile hat, bedürfen der starken Hand eines Mannes. Es ist daher mein dringender kaiserlicher Wunsch und Befehl, dass Sie schnellstens wieder heiraten. Und haben Sie inzwischen gewählt? Da sehen Sie die Qual meiner Wahl. Aber, meine Herren, ich kann Sie doch nicht alle 8 auf einmal heiraten. Und außerdem, ist denn die Liebe wirklich gar so schön? Was in der Welt geschieht, immer dasselbe Lied. Alles, ach, alles nur pour l'amour. Was uns das Herz bewegt, was uns den Sinn erregt, Hass oder treue Schwur, nur pour l'amour. Ist die Liebe wirklich gar so schön, kann die Welt nicht ohne sie bestehen. Denn jede Liebe, die bringt Sorgen, dem einen heut schon, dem anderen morgen. Ja, bitte ist die Liebe wirklich gar so schön, wenn uns die Männer so Kopf verdrehen. Liebesbrief und stell dich ein, süße Küsse und den Schein. Liebe Freunde, ich sage Und jetzt, meine Herren, muss ich leiden. Danke, nach der Vorstellung dann. Ja. Das ist Mr. X. Brillante Erscheinung à la bonne heure. Nun, meine Herren, wie wär's? Mr. X tritt erst 10:20 auf. Ich spendiere ein paar Fläschchen Shampoos. Good evening, Mr. X. How is everything? Buenas noches, señor X. Auf die Minute, Fedja. Das übliche Glas? Nein, danke. Fedja, was hast du? Nichts. Fedja, ich kenne dich. Was ist los? Nichts. Fedja, du spielst jeden Abend mit deinem Leben. Der kleinste Fehler und... Das ist das Los vieler Artisten. Wenn du nicht sagst, was los ist, lassen wir dich nicht auftreten. Ich bin soeben dem Unglück meiner Jugend begegnet. Und jetzt lasst mich bitte allein. Wieder hinaus in strahlende Licht, wieder hinaus mit frohem Gesicht. Scheint dir das Leben oft auch bitter und kalt. Zeig deine Kunst, denn du wirst ja bezahlt. Ist nur ein Gaukler, ein Spielball des Glücks. Zeig deine Künste, zeig deine Tricks. Machst du es gut, dann winkt der Applaus. Wenn du versagst, lacht man dich aus. Heute da, morgen dort, was macht es? Heute hier, morgen fort, was macht es? Reicht das Glück dir die Hand, rasch greift zu. Komödiant, rasch greift zu. Komödiant, greift zu.
Leben durch Champagnerglas betrachtet, sieht man es strahlen aus Goldpokalen. Ein holdes Bild erwacht, für das man einst geschmachtet. Zwei weiße Arme, ein roter Mund und plötzlich leuchten auf des Glases Grund zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön. Zwei Märchenaugen, die ich einmal gesehen, kann nicht vergessen ihren strahlenden Blick, kann nicht ermessen mein verlorenes Glück. Du Traum der Liebe, den ich einmal geträumt. Du Traum des Glückes, den ich einmal versäumt. Du holdes Trugbild meiner Lust, meiner Qual. Du süßes Märchen, es war Verzeihen Sie bitte. Selbstverständlich. Was ist denn? Es sind noch Gäste gekommen. Der Zirkus Baranski ist wie üblich ausverkauft. Aber es ist seine kaiserliche Hoheit, Prinz Sergeus. Was? Der berüchtigte Prinz Sergeus? Wladimir, wie lange warte ich jetzt schon? 10 Stunden, Sekunden. Empfängt man so einen Prinzen Sergeus? Jawohl, nein. Wenn dieser Kerl nicht sofort kommt, kaufe ich den ganzen Zirkus. Bin es nicht gewohnt, dass man mich warten lässt. Nicht einmal der Zar lässt mich warten. Was erlaubt sich dieser klägliche Prinzipal, dieser kläglichen Schausteller? Na, endlich. Hoheit. Wo werde ich sitzen? Jawohl, wo werden seine kaiserliche Hoheit sitzen? Ich muss Hoheit enttäuschen. Wir sind komplett. Dann werfen Sie einfach einen hinaus. Aber die Herrschaften haben alle ihren Platz bezahlt. Dann geben Sie ihnen das 10-fache, wenn Sie wieder gehen. Cäsar? Alle hopp. Und. Cäsar, während dem verehrten Publikum Danke sagen will. Melde vertraulich, die Fürstenloge ist fast frei. Na also. Ich bedauere, kaiserliche Hoheit, aber diese Loge ist für die Fürstin Palinska reserviert. Wundervoll. Ihretwegen bin ich hier. In dieser Loge muss ich sitzen. In ein paar Tagen sitzt die Fürstin sowieso auf meinem Schoß. Der einzige freie Platz ist an einen jungen Ausländer verkauft. Ein treuer Gast unseres Hauses. Glänzen, geben Sie ihm 1000 Rubel. 5000. Diesen Platz muss ich haben. Ja, ich werde es versuchen, kaiserliche Hoheit. Wladimir, wie lange spielt sie schon Katz und Maus mit mir? Seit sie aus Paris zurück ist. Bin ich eine Maus? Eine Maus? Sie sind ein Prinz aus kaiserlichem Gestüt, geblüht. Eben. Und ich sage Ihnen noch mal, die Sache mit der Maske ist ein Reklametrick. Wenn ich mir vorstelle, ein Mann, der sein Gesicht verbirgt. Was für ein Schicksal mag wohl dahinter verborgen sein? Es ist nicht das unsere. Ein Glas Champagner, bitte. Sofort, Mr. X.
Fürstin Palinska möchte Sie kennenlernen. Fürstin Fedora Palinska? Ja. Sie kennen sie? Ich lese Zeitung. Ich bin Mr. X. Und sonst nichts? Sonst nichts, Madame. Es ist nicht üblich, dass ein Herr seinen Fantasienamen nennt. Dass er sein Gesicht verbirgt, wenn er sich einer Dame vorstellt. Das heißt, wenn er ein Herr ist. Das zu beurteilen überlasse ich Ihrer Durchlaucht. Ich werde dir beibringen, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. Sie werden heute nicht mehr auftreten können. Das bleibt abzuwarten. Aber, meine Herren, nur keine Aufregung. Sie werden sich ja nicht mit einem Mann vom Zirkus schlagen. Ich schlage mich nicht mit ihm. Ich werde nur die guten Manieren in ihn hineinprügeln. Halt! Aber meine Herren, Sie waren Gäste des Grafen Saskousin. Und Graf Saskousin dankt Ihnen für Ihre Gesellschaft. Und ich bitte Sie, uns jetzt allein zu lassen. Bevor ich die nächste Hoheit. kündige, mache ich das verehrte Publikum darauf aufmerksam, dass Lieber Saskousin, Fürstin? würden Sie mir einen Gefallen tun Aber gern. und uns jetzt allein lassen? Aber Fürstin, ich... Bitte. das Erfrischungszelt erwartet Sie nach dem Ende. Wenn Sie es als Beweis meiner Ergebenheit werten, gern. Verzeihen Sie, es war mein Fehler. Eine meiner schrecklichen Launen. Es war nur begreifliche weibliche Neugier. Curiositas feminorum origo mundi est. Oh, Sie sind gebildet. Ein Erziehungsfehler durchlaucht. Das klingt ein bisschen verbittert. Verzeihen Sie, Durchlaucht. Vor Ihnen steht ein Artist in einem grotesken Aufzug, aber dennoch ein Mann. Was würden Sie sagen, wenn es diesem Manne einfiele, Ihnen seine Liebe zu gestehen? Ein Mann, von dem ich nichts weiß? Vielleicht weiß dieser Mann umso mehr von Ihnen. Sie sind ihm begegnet. In Moskau, in Monte Carlo, in Paris. Ja, vielleicht sind Sie, ohne es zu wissen, längst das Schicksal dieses Gauklers, der vor Ihnen steht. Das klingt fast wie ein Roman. Vielleicht ist es ein Roman. Einer, der wie alle Romane anfängt mit Ich liebe Sie. Ich liebe sie, hat das noch nie ihr Herz tief gerührt. Ich liebe sie, hat dabei nie ihr Herz je vibriert. Ich liebe sie, ein heilig Wort, wer immer es sagt. Ob Komödiant, ob großer Herr, das Schicksal nicht fragt. Wie seltsam klingt aus diesem Mund dies Wort an mein Herz. Geheimnisvoll, ein fremder Klang, voll Freude und Schmerz. Ich liebe dich, ein Meer von Glück, erschließt dir diese Wort. Im Himmelsflug trägt weit, so weit es dich fort. Leise schwebt das Glück vorüber und der Himmel öffnet sich weit. Süßestes, wunderlichstes Beben, längst schon erträumtes Erleben. Tief aus meines Herzens Grunde steigen heiße Wünsche empor. Ein Leben schlägt ihnen die Stunde. Das Glück steht vor dem Tor.
Mr. X, verzeihen Sie bitte. Auf dich und auf mich, kleine Fedora. Toni, wir hatten schon gedacht, du bist gar nicht mehr in Petersburg. Solange der Zirkus hier ist, ist Toni, wo der Zirkus ist. Und wo Sie sind, die kleinen Mädel im Trikot. Wenn ich in den Zirkus gehe, abends dann und wann, und die süßen Mädeln sehe, ach, wie wird mir dann? Diese Kleinen mit den Beinen wie aus Marzipan, sie sind das Schönste vom Programm, das Allerschönste vom Programm. So durch den Operngucker, süß wie Zucker, sind sie anzusehen. Rosenhändchen, Hosenrändchen, alles wunderschön. Eine dieser Zirkusfeen, meines Herzens Ziel. Ach, ich muss es laut gestehen, lieb ich viel zu viel. Die kleinen Mädel im Trikot, mit ihrem reizenden und so. Die Seidenröckchen, ja, die sitzen fest und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ja, wie das knistert, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen bauscht. Da sagt sich jeder Jüngling gleich, oder oh, die kleinen Mädel im Trikot. Die kleinen Mädel im Trikot mit ihrem reizenden die seinen Röckchen, ja, die sitzen fest und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ja, wie das knistert, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen bauscht. Da sagt sich jeder Jüngling gleich, oder oh, die kleinen Mädel im Trikot. Endlich, Miss Mabel Gibson. Und die Mabel, wegen der ich eigentlich überhaupt nur in den Zirkus gehe. Endlich erwische ich sie. Darf ich mich vorstellen? Toni. Please. Yes, in the deed, I bewonder you, I thinks you, Miss Mabel, whenever I. Also das Englisch, was ich in der Schule gelernt habe, war auch nur für einen Lehrer. Please. Also jetzt reicht's mir. Wie hat der Dichter gesagt, die Sprache der Liebe ist international. Also liebe Miss Mabel, wenn ich sie so anschaue, da geht's mir durch und durch. Da geht's mir durch Mark und Pfennige. Jawohl, da rubelt's mir im Herzen. Da wurzelt's mir im Portemonnaie. Oder vergesse ich, dass ich nur der Toni Schlumberger bin, Sohn vom Modell Erzherzog Karl in Wien. Ein armes Würstel gegen die ihnen sonst die Kur machen. Na, Sie sind aus Wien. Toni Schlumberger, Schönlaterngassen 73, 3. Hof, 2. Stock, Halsweite 40. Liesl Burgsteiler, Barnikelgassen 24, Ritter Stock, Tür 12, zweimal klopfen. Ein Wiener Würstel! Verzeihung, es hat mich übermannt. Es macht doch nichts. Lassen Sie Ihr Gefühl nur freien Lauf. Nix da, die Tour kenn ich. Einem armen Zirkusmadel schöne Augen machen und was hat's noch? Ein kleines, goldiges Mäbelchen. Eben das hat's, ein kleines, goldiges Mäbelchen. Nein, danke, es hat sich ausgemäbelt, Herr Limburger. Schlumberger. Wissen Sie was? Ich lade Sie zum Essen ein. Zu Champagner, zu Limburger. Oh, ich hab Sie doch so gern. Na, wenn mich einer gern haben will, dann muss er mich heiraten, bevor er mich gern hat. Aber so gern, wie Sie mich gern haben wollen, das hab ich gar nicht gern. Und deshalb, Herr Schlumberger, können Sie mich gern haben, Sie Schlauberger. Oh, Mabel. Zwei heiße Wiener Herzen im eiskalten Petersburg. Sag, wird er da nicht auch ein bisschen warm ums Herz? Oh, mein Auftritt. Aber... Und stehen Sie hier nicht dumm rum, sonst holen Sie sich zu dem brühwarmen Korb noch kalte Haxen. Was geht denn die Temperatur meiner Haxen an? Außer sie liebt mich. Miss Mabel Gibson.
Endlich, Fürstin. Sie hier? Ich werde mir erlauben, Ihnen Gesellschaft zu leisten. Zur Übung, gewissermaßen. Wie soll ich das verstehen? Wie es gemeint ist. Fedora, Sie haben so viel durchgemacht. Verzeihen Sie bitte. Sie vielleicht noch sehen. Armes Küken. Dumme Gans. Sie haben so viel durchgemacht. Sie sofort entledigt. Denn nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie die Sensation der Sensationen. Fedora, Sie sollen Ihr Leben endlich genießen. Oh, sehen Sie, Mr. X. Miss Gibson, ich führe diesen Zirkus seit 30 Jahren. Aber so etwas, Sie sind entlassen. Oh, Herr Direktor, danke. Sie haben so viel durchgemacht. Sie sollen Ihr Leben Ich möchte endlich so genießen. gerne wissen, wer sich hinter dieser Maske verbergt. Fedora. Fedora. Ich, der kaiserliche Prinz Sergejus, bitte Sie mit aller Entschlossenheit um Ihre Hand. Prinz Ägäus, Sie scherzen. Es war sicher nicht die Absicht des Zaren, mich zu zwingen, einen ungeliebten und überreifen Mann zu heiraten. Und selbst wenn es seine Absicht gewesen wäre, ich glaube, er würde mich verstehen. Wissen Sie, meine nächste Ehe soll bis an das Ende meines Lebens dauern. Ich hoffe, eines langen und glücklichen. Hoheit. Das war deutlich. Wie Sie wollen. Und nun, meine Damen und Herren, zeigt Ihnen Mr. X die Sensation des Abends. Mr. X wird aus der Zirkuskuppel einen dreifachen Salto ausführen und auf dem Rücken eines stehenden Pferdes landen. Mr. X arbeitet ohne Sicherheitsseil und ohne Netz. Selbst die größten Versicherungen haben sich geweigert, Mr. X für den Fall eines Unfalles zu versichern. Denn ein Fehlsprung bedeutet für Mr. X in jedem Falle
keine Angst, Fedora. Vergilius ist nicht nachtragend, er ist nur rachsüchtig. Wladimir gibt bekannt, dass ich morgen Nacht in meinem Schloss ein Fest gebe, zu Ehren der Fürstin Palinska. Weiß sie denn das? Du wirst es ihr sagen. Und wenn sie nicht kommt? Sage ihr, ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Und wenn sie trotzdem nicht kommt? Dann schicke ich dich zu meiner Großtante nach Sibirien. Zu viel! Und alarmiere mir das Offizierskorps von Petersburg. Die Damen. Mitten in der Nacht? Sag ihnen, die Preußen kommen oder die Türken, dann werden sie schon blank ziehen. Die Damen? Und ruf mir den Direktor. Und diesen Mr. X. Er wird eine kleine Rolle in meiner Komödie spielen. Eine lächerliche. Und jetzt, Wladimir, rausch ab. Wladimir, rausch ab. Zu viel! Schon abgerauscht. Wodka. Ich habe Durst. Viel Wodka. Ich habe Rachedurst. Wo ist denn Mabel? Sie ist vom Seil gefallen. Was? Ausgeflogen. Hinausgeflogen. Mabel! Ach, Mr. X, es ist ja so schlimm. Jetzt ist alles aus. Aber Kleines, es gibt für jeden Menschen im Leben Momente, wo er verzweifeln möchte. Und trotzdem. Wenn ein paar Jahre vergangen sind, dann stellt sich oft heraus, dass das, was wir einst als Unglück verflucht haben, eigentlich der Anfang vom Glück war. Wer wird denn gleich weinen, mein Kind? Mit solchen Buckeln ist das Weinen eine Sünd. Im Leben gibt's halt nicht immer Sonnenschein und Sonntag kann auch nicht immer sein. Drum lach nur und tröste dich geschwind. Der alte Herrgott, der weiß, was er tut, der meint es mit uns dummen Menschen ja so gut. Ja, ja, der teilt sich schon alles richtig ein. Man darf nur nicht ungeduldig sein, denn einmal wird alles wieder Ich erinnere mich an einen Husarenleutnant Fedja Palinski, Neffe und Erbe eines der reichsten Fürsten Russlands. Sein Leben war ein einziges Fest, ein einziger wundervoller Rausch, bis er eines Abends im Theater eine bildschöne junge Dame sah, die ihn faszinierte wie keine vorher. Am selben Abend noch ging er zu Fürst Palinski, seinem Onkel, und sagte ihm, diese Frau werde ich heiraten, koste es, was es wolle. Der junge Leutnant war nicht schlecht überrascht, als ihm der alternde Fürst gestand, dass jene bezaubernde Frau die Dame seines Herzens war und dass er sie heiraten werde. Der Rest ist schnell erzählt. Der Onkel enterbte den jungen Leutnant und ließ ihn in eine dieser öden Garnisonen im Ural versetzen. Seine Karriere war zerstört. Da nahm er den Abschied und ging hinaus in die Welt. Er ging zum Zirkus. Sie sind dieser Unglückliche, nicht wahr? Wie könnte ich unglücklich sein, jetzt wo der Leutnant von einst die Dame von einst wiedergesehen hat? Wo er gesehen hat, dass sie einsam ist, dass sie frei ist und dass sie begehrenswerter ist als je. Sehr wohl, Kaiserliche Hoheit. Das Ballett, die Musik und auf ein Zeichen von Ihnen die Clowns. Es wird geschehen. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Hey, Sie! Portier! Bitte? Sie sind der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Wo ist Miss Mabel Gibson? Ich kenne die Dame nicht, mein Herr. Na, hab ich mir gedacht. Ich kenne die Dame immer noch nicht. Ja, Mann, seien Sie doch nicht so stur. Die mit, Ach, die. Mit dem... ja, Kenne ich auch nicht. Hier,
Das habe ich vorhin von dem Prinzen Servius, oder wie dieser alte Trottel heißt, dafür bekommen, weil ich ihm für 20 Minuten meinen Sessel überlassen habe. Na also, wo ist Mabel? Das weiß ich nicht. Ja, und dann nehmen Sie das viele Geld? Ich nehme es, denn ich bin dieser alte Trottel Servius. Und wenn Sie jetzt nicht sofort verschwinden, dann mache ich aus Ihnen Zervelatwurst, begriffen? Sie und dieser Servius, Sie? Nehmen Sie mich nicht auf den Arm, sonst drehe ich Sie durch den Wolf und verkaufe Sie als Tatar und die Eskimos. Hoheit, befehlen Sie, sie von diesem Kerl zu befreien. Zu 2 Jahren schweren Kerkers reicht's schon. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin der Toni, leiblicher Sohn vom Erzherzog Karl in Wien. Was? Sie sind der Sohn vom Erzherzog, von meinem Freund Erzherzog Karl? Ja, da platzt mir gleich der Schnürsenkel. Ja, kannten Sie meinen Vater? Jedes Mal, wenn ich in Wien gewesen bin, war ich mit ihm zusammen. Mein Gott, was haben wir in Wien alles angestellt? Aber warum hat mir denn kein Mensch geschrieben, dass Sie hier sind? Ich reise inkognito. Ah, so. Und diese Mabel ist das kleine, intime Inkognito, ne? Der Hase, wie Erzherzog Karl zu sagen beliebt. Ja, der Hase. Keine Angst, den Hasen werden wir schon finden. Und was mein rauschendes Fest morgen anbelangt, so sind Sie selbstverständlich mein Gast. Mit so viel Mabeln, wie Sie Wenn ich wollen. nur erst die eine hätte. Bis morgen. Herrlich, diese österreichischen Erzherzöge. Wenn die erst mal auf einen Hasen anlegen, dann sind sie erst glücklich, wenn sie auch geschossen haben. Kaiserliche Hoheit! Mr. X! Da sind Sie ja, lieber Freund. Und immer maskiert. Bitte. Sagen Sie mal, legen Sie diese Maske nie ab? Im Gegenteil, ich trage sie am Tag kaum 2 Stunden. Eben die 2 Stunden, in denen ich mein zweites Leben lebe, mein Zirkusleben. Und das andere? Na, da gebe ich mich als Herr der Gesellschaft. Da heiße ich Graf Fedja Korossow oder Fürst Fedja Korossow oder was mir gerade einfällt. Und wer weiß, dass der Fürst und der Gaukler dieselbe Person sind? Nur der Fürst und der Gaukler. Wunderbar. Das gibt meiner Idee erst die richtige russische Würze. Wollen Sie sich Geld verdienen? 10.000 Rubel? Wie kommen Sie darauf? Ich gebe morgen ein Fest. Ich möchte, dass Sie auf diesem Fest einer bestimmten Dame den Hof machen. Und wer ist diese Dame? Eine junge, steinreiche Witwe, die darauf versessen ist, wieder zu heiraten. Na, wie wär's? Machen Sie den Spaß mit, Graf Korossow? Prinz Korossow. Ja, ich werde Sie ihr als Prinz Korossow vorstellen. Wem? Der Fürstin Fedora Palinska. Ich bin Ihr Mann. Bravo. Also, Prinz Korossow, auf die schöne Fedora Palinska. Auf Fedora Palinska. Prinz Sergius muss betrunken gewesen sein. Ich erteile ihm eine Abfuhr, die sich gewaschen hat. Eine Nadel, bitte. Er geht zornig fort. Und nach einigen Minuten schickt er mir seinen Adjutanten, der mir mitteilt, dass Prinz Sergius mir zu Ehren ein Fest veranstalten wird, und zwar heute Abend. Der Prinz ist ein Kavalier alter Schule. Na, ich weiß nicht. Den Eindruck hatte ich eigentlich nie. Vielleicht will er Ihnen zeigen, dass er Ihnen nicht böse ist. Dass er Sie trotz Ihrer Absage weiter verehrt. Das ist doch eine sehr nette Geste. Ich weiß nicht, das ist die erste nette Geste, die ich an ihm entdecken kann. Vorausgesetzt, es ist eine nette Geste.
Vater per Du, also bin ich auch mit dem Sohn per Du. Komm, wir trinken erst mal Brüderschaft. Also, ich bin der Sergejus. Darfst auch Sergi zu mir sagen. Sergel. Und du, Bruderherz, bist der... Ich bin der Toni. Toni. Du kannst auch Anton zu mir sagen. Karl Anton. Also, auf du und du. Auf dich. Nein. Erst müssen wir auf die 12 Monate trinken. Was? Und zwar auf jeden einzeln. Oh. Also... Januar. Verzeihen Sie, meine Herren, haben Sie meinen Toni nicht gesehen? So an langen Türen mit einer totschicken schwarz-weißen Jacken? Also, Gnädigste werden doch nicht auf einen Zivilisten aus sein. Vor Ihnen steht die Zierde Russlands. Und einer schneidiger als der andere. Meine Herren, habt Acht. Jesus, meine Herren. Jetzt steht's doch wie die Nussknacker. Meine Herren, was macht ein Husar, wenn eine Frau ihn beleidigt? Er schlägt zurück. Der Husar ist gefürchtet bei den Weibern, das ist klar. Der Husar ist verliebt das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Den Reitersmann, den Schneidigen, darf keine Frau beleidigen. Er weiß sich zu verteidigen. Freudigen Herzens überall. Mit teuflischer Verwegenheit ergreift er die Gelegenheit, um ihren Stolz zu bändigen. Zu beendigen seine Qual. Der Husar ist so wild noch wie er war. Darum, Mädel, gib Acht, schließ dein Fenster heute Nacht. Mädel, gib Acht, wenn der Mond ins Zimmer lacht. Heut droht Gefahr, es kommt der Husar. Pack dich mit starken Armen, der Husar kennt kein Erbarmen. Mädel, gib Acht, lass die Tür nicht offen stehen. Mädel, gib Acht, denn sonst ist um dich geschehen. Hast mich verlacht, rasend gemacht. Mädel, gib Acht heute Nacht. Besten Dank, meine Herren, für den guten Rat. Dezember. Sergel. Die heutige Jugend. Kein Stehvermögen. Was mich betrifft, so habe ich mich für die großen Ereignisse nur ein bisschen in Stimmung gebracht. Wenn sie nicht kommt, ist meine ganze schöne Rache beim Teufel. Zu Befehl. Und wo ist Mr. Ich meine Prinz X. Mr. Korsow. Prinz Korsow. Keiner hat ihn ohne Maske gesehen. Vielleicht ist er schon lange hier. Unerkannt. Inkognito. Weil er ja keine Maske trägt. Logisch, hä? Dummkopf. Kein Unbekannter kommt am Zeremonienmeister vorbei, ohne seinen Namen genannt zu haben. Und dieser Mr. Prinz Korossow ist hier absolut unbekannt, weil es ihn nämlich gar nicht gibt. Logisch, was? Ihre Durchlaucht Fürstin Fedora Palinska. Ich danke Ihnen für die Einladung und für die hohe Ehre, die Hauptperson dieser festlichen Nacht sein zu dürfen. Es war mir ein Bedürfnis. Seine Hoheit Prinz Fedja Korossow.
Fürstin, darf ich Ihnen Prinz Korosow vorstellen? Fürstin Fedora Palinska. Ich wusste gar nicht, dass es einen Prinzen Korosow gibt. Der Prinz war lange in China, ja? Der Boxeraufstand. Ach, interessant. Wie viele Runden haben Sie da geboxt, Hoheit? 55 Tage, wenn Sie das meinen. Ach, auch sonntags? Sonntags nie. Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? In Paris oder Cannes? Oder vielleicht in Moskau? Ich reise sehr viel. Ich reise auch sehr viel. Kaum kennen wir uns und schon haben wir etwas Gemeinsames. Kaiserliche Hoheit, darf ich Ihnen die Fürstin für einen Augenblick entführen? Ich bitte darum. Ich glaube, es hat gefunkt. Bei ihm und bei ihr. Ist der Brief da? Hier. Ja, gut. Versiegle ihn, nimm dir einen jungen Leutnant, sag ihm, ich mache ihn zum Oberleutnant. Wenn er in voller Montur eine halbe Stunde rennt, bis ihm die Zunge aus dem Halse hängt, dann auf sein Pferd steigt, querfeldein zu Fedoras Palais reitet und dort diesen Brief abgibt mit den Worten: Seine Majestät der Zar schickt Fürstin Palinska diese dringende Depesche. Aber warum muss dabei seine Zunge heraushängen? Damit Fedoras Gesellschafterin glaubt, der Brief sei unendlich eilig. So eilig, dass sie ihn sofort herbringt. Aber den Brief haben Sie doch geschrieben. Das wirst du sofort vergessen. Zu viel! Und wenn ich 10 Kniebeuge mache und Fedora den Brief gleich gebe, werde ich dann auch befördert? Dann kriegst du 100 Stockschläge, weil du mir meine Rache verdorben hast. Da weiß doch gleich jeder, dass ich den Brief geschrieben habe. Steht denn etwas so Schlimmes in dem Brief? Etwas, was die Helden dieses Abends noch ganz schön durcheinander purzeln lassen wird. Es ist seltsam. Ich sehe Sie das erste Mal und bin sicher, Sie schon gesehen zu haben. Vielleicht bin ich das Produkt Ihrer Träume. Und welche Träume sollten das sein? Träume, in denen die Liebe die Hauptrolle spielt. Die Liebe? Ja. Die Liebe. Um mich herum scheint sich alles nur um die Liebe zu drehen. Wundert Sie das? Wollen Sie mir nicht sagen, wie Sie die Liebe sehen? Im Boudoir der schönsten Frau zu Füßen, ein Duft wunderbar von Blumen, ach so süßen, ein fremdes Parfum aus wenig fernen Grüßen, im kleinen Salon der allerschönsten Frau. Im Boudoir, zart Gold auf dunklem Grunde, verliebte Musik in blauer Dämmerstunde. Ein zärtliches Tuch aus rotem heißen Munde, ein süßes Gestehen, so denk ich mir, wär schön. Mein Darling, muss so sein wie du. So gehen wie du, so stehen wie du, sich drehen wie du, so schön wie du. Mein Darling muss lieb sein, so lieb sein wie du. Der Kirschenmond so rot und rund, mein Darling, wie Die Gesellschaft wird uns vermissen.
Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ah, Mabel, mein kleines Mabelchen. Wo ist denn mein Mabelchen? Hier ist das. Hinter mir auch. Ich bin umzingelt. Ich bin umzingelt. Und hinter schwedischen Gardinen. Aber Toni! Mabel! Oh, aber du bist ja blau. Jawohl, ich habe ja blaues Blut. Oh, Mabel, mein Mabelchen. Ich könnte dich vor lauter Liebe aufmabeln. Erst wenn wir verheiratet sind. Dann habe ich keinen Hunger mehr. Dann sieht die Liebe ganz anders aus. Du nimmst pro Jahr 100 Kilo zu und ich kriege eine Glatze, weil bei unsere 15 Kinder die Haare vom Kopf. Du redest einen süßen Schmarrn. Mabel, was gibt's denn Schöneres, wenn zwei Menschen so Hand in Hand im Sonntagsgewand hinausfahren aufs Land? Der Frühling sendet süße Düfte durch die Lüfte, man packt sein Mädel um die Hüfte. Der Mai schickt seine Liebesboten, im Garten blühen rote Schoten, im Herzen wachsen die Gelüste, die Liebe zieht in mein Gebrüste. Und es ist Licht, wo schwarz ich sah. Hurra, hurra, der Lenz ist da. Ein Kurier des Zaren? Ein Leutnant. Da muss wie der Teufel geritten sein. Der Arme. Ich wollte ihm ein Glas Wein anbieten, aber er hat abgelehnt. Eine schlechte Nachricht? Entschuldigen Sie. Und schon saß sie da. Und das ist wirklich passiert? Fedora, was ist denn? Was? Vom Zaren? Meine Damen, die Geschichte, die Kaiserliche Hoheit eben erzählt hat, hat nämlich noch eine Pointe. Ja, Also das geht überhaupt nicht in meinen Kopf. Das muss ich noch mal lesen. In Sorge um die Verwaltung unserer gemeinsamen Besitzungen haben wir uns entschlossen, Ihnen einen neuen Gatten anzutrauen. Er ist ein verdienter Veteran, der unser volles Vertrauen hat. Zur Unterzeichnung des Ehevertrages erwarten wir Sie dringend bei Hofe. Nikolaus II., Zar aller Reußen. Donnerwetter, das ist ein Schlag. Ein Veteran. Warum erlaubt man mir nicht, den Mann zu heiraten, den ich will? Habe ich denn kein Recht auf Liebe? Aber Fedora, warum so mutlos? Noch ist nichts verloren. Sie müssen nur schnell das Richtige tun. Und was wäre das? Sie heiraten noch heute Nacht. Dann treten Sie vor den Zaren hin und sagen ihm mit dem ruhigsten Gewissen der Welt: Majestät, es tut mir leid, Ihr Brief kam zu spät, ich bin bereits verheiratet. Und zwar verheiratet mit Ihnen, nicht wahr? Jetzt verstehe ich. Sie haben ein widerwärtiges Spiel gespielt. Nein, nein, Fedora, Sie missverstehen mich. Der Traum ist für mich ausgeträumt. Aber im Ernst, heute Abend tummelt sich hier die Crème von ganz Petersburg. Es wird Ihnen ein leichtes sein, hier den Partner fürs Leben zu finden. Zumindest einen, der Ihnen mehr zusagt als ein Veteran. Sie meinen, ich sollte... Aber... Es gibt kein Aber. Sie heiraten noch heute Nacht mit allem Glanz und Gloria. Dieses Schloss hat eine kleine Kapelle. In der hat meine Urgroßtante Katharina II. So manches heikle Problem ihrer Hofdamen mit einer nächtlichen Hochzeit vom Tisch gefegt. Also? Ihr Brief kam leider zu spät, Majestät. Ich bin bereits verheiratet. Die Idee ist gar nicht schlecht. Die Idee ist sogar glänzend. Jawohl, Fedora Palinska wird heute Nacht heiraten. Ja, wissen Sie denn schon wen? Ich hoffe, ich störe nicht. Aber im Gegenteil, Prinz Korosow. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich der Fürstin für einen Augenblick annehmen würden. Denn ich habe ja jetzt wohl einiges zu arrangieren. Ich werde Ihnen das nie vergessen, Fürst. Aber Fedora. Was steht zu Diensten, mein lieber Prinz? Was ist geschehen? Sie erhalten einen Brief, Sie laufen verstört davon und jetzt sind Sie ausgelassen wie... Wie ein Schulmädel, stimmt. Hier, lesen Sie.
Und das stimmt Sie so fröhlich? Zuerst hat es mich traurig gemacht. Aber dann hat mich Prinz Sergeus auf den wundervollen Gedanken gebracht, schon verheiratet zu sein. Aber Sie sind es nicht. Aber ich werde es bald sein, in einer Stunde. Ja, ich werde heute Nacht heiraten. Ich werde mich in die Ehe stürzen, wie dieser Mr. X sich auf den Rücken seines Pferdes stürzt und sicher davon galoppiert. Und wer ist der Glückliche, der diesen Gaul spielen soll? Ein reizender Mensch. Ich habe mich im ersten Moment sterblich in ihn verliebt. Nur er weiß noch nicht, dass er in einer Stunde mein Mann sein wird. Und wer ist es? Das ist mein Geheimnis. Ein offenes Geheimnis. Es kann nur Prinz Sergeus sein. Er arrangiert jetzt die Trauung. Stimmt's? Ja, er arrangiert jetzt die Trauung. Fedora, der Mann, den Sie heiraten wollen, passt nicht zu Ihnen. Er passt wunderbar zu mir. Er ist grässlich unsympathisch. Er ist ungemein sympathisch. Er ist ein Schürzenjäger. Mir wird er der treueste Mann der Welt sein. Ja, wissen Sie denn überhaupt, ob er Sie liebt? Nein, das weiß ich noch nicht. Was? Das wissen Sie noch nicht? Noch nicht, aber trösten Sie sich. Gleich werde ich's wissen. Das ist doch total verrückt. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch glatter Selbstmord. Dieser Mann liebt Sie nicht. Dieser Mann wird Sie ruinieren. Sie werden die ungeliebteste Frau der Welt sein. Wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, glaube ich das kaum, Prinz Korosow. Aber wie wollen Sie ihm beibringen, dass Sie ihn heiraten wollen? Wollen Sie wie ein Feldwebel vor ihn hintreten und kommandieren? Hinein in die Ehe, Marsch, Marsch! Nein. Ich werde seinen lieben, dummen Kopf nehmen. Sehen Sie? So. Dann werde ich ihm tief in die Augen schauen. Sehen Sie? So. Und dann werde ich ihn küssen, bis er begriffen hat. Fedora, Sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Süßeste von allen Frauen, könntest du ins Herz mir schauen, könntest du drin lesen, was du mir gewesen, seit mich traf der Blick deiner Augen. Liebster bin ich erst dein eigen, dann will ich das Glück dir zeigen. 1000 Lieder klingen, alle Englein singen, rings ertönen süß der Himmelsgeigen. Ein jubelndes Konzert, wir sind verliebt und unerschwert. Ein Lied vom Glück, wie ich's noch nie zuvor gehört. Ich und ich, deinen Arm schling mich, halt mich fest, so Herz an dich gepresst. Rings die Welt mein versinkt, wenn das Glück uns umschlingt, wenn der erste Kuss die Seligkeit uns bringt. Du und ich und du, halt mich fest immerzu. Ich bin dein und du bist mein, so soll es sein. Ich bestimme mich für dich, für immer ewiglich. Wir zwei, ein Schatz, nur Nur du und ich. Aber das geht nicht. Was geht nicht? Ich kann mit Ihnen nicht vor den Altar treten, ohne Ohne was? vorher noch eine Kleinigkeit erledigt zu haben.
Was, Fedja? Es ist nichts. Es ist nur eine kleine Höflichkeit. Zu viel! Oder ist der Puppe geweckt? Der Organist aus dem Bett geholt? Der Champagner kaltgestellt? Der Puppe ist kaltgestellt, der Champagner aus dem Bett geholt, der Organist zu Befehl. Ist das fahrende Volk versammelt? Es wartet im grünen Saal. Gut, dann informiere jetzt unsere Gäste. Zu Befehl! So ungeheuerlich! Oh, Hoheit, Sergeus, sehr gerl, ich komme für die Konsequenzen auf. Aber nicht doch. Ein Erzherzog Karl und... Und, jawohl, und. Ich werde Miss Mabel heiraten. Du nicht? Ja, denn sie ist mir lieber als die Tochter vom römischen Kaiser, die ich heiraten soll, wenn es um meiner Mutter ging. Und viel, viel lieber als die Tochter vom König von England, wie es mein Patenonkel gern hätte. Was? So gute Partien schlägst du aus? Ja. Na ja, die österreichischen Erzherzöge hatten ja schon immer einen Hang zum Bürgerlichen. Also bitte, wenn du willst, kannst du sie gleich heute Nacht heiraten. In weniger als einer Stunde wird die Fürstin Palinska mit dem Prinzen Korossow getraut. Machen wir eben aus der Hochzeit eine Doppelhochzeit. Das ist ja... Wenn es überhaupt eine Hochzeit gibt. Wir stören. Hoheit, ich muss Sie um eine Erklärung bitten. Aber bitte, mein lieber Freund. Sie hatten mich gebeten, in der Rolle eines Prinzen Korossow Fedora Palinska den Hof zu machen. Das haben Sie blendend gemacht. Die sind ein Gaukler von Format. Dann kam die Depesche des Zaren. Fedora Palinska hat sich für mich entschieden. Das war mein geheimster Wunsch. Bei dessen Erfüllung Sie nachgeholfen haben. Aber ich bitte Sie. Ja, ich halte diese zufällig im richtigen Moment gekommene Depesche für eine Fälschung. Sie haben sie gefälscht. Mein lieber Freund, Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Die Depesche ist echt. Nun machen Sie sich mal keine Gedanken. Heiraten Sie, Fedora. Haben Sie sich so ein Glück jemals träumen lassen? Ich durchschaue Sie nicht, Hoheit. Aber ich warne Sie. Es könnte sein, dass Ihr Spiel eine andere Wendung nimmt, als Ihnen lieb ist. Es hat bereits die Wendung genommen, die mir die liebste ist. Und so frage ich dich, Lisa Burgstaller, genannt Mabel Gibson, und dich, Karl Anton, Erzherzog von Österreich. Du musst es ihm sagen. Ja. Also den Erzherzog von Österreich, den streichen Sie bitte, ja? Und schreiben Sie Schlumberger hin. Ganz einfach Schlumberger. Aber du bist doch der Sohn von meinem Freund, dem Erzherzog Karl. Vom Hotel Erzherzog Karl. Und die Tochter vom römischen Kaiser? Vom Hotel Römischer Kaiser. Also gelobt ihr, miteinander ein Leben in Treue und Wahrhaftigkeit zu leben, bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Und ihr, Fürstin Fedora Palinska und Prinz Fedja Korossow, gelobt ihr, miteinander ein Leben in Treue und Wahrhaftigkeit zu leben, bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Ja. So erkläre ich euch zu Mann und Frau. Hochzeitsfest, welche Pracht, Hochzeitsfest um Mitternacht, volle Braut, 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 volle
Olle Braut.
schlug auch meine Stunde. Heute kam für mich auch der Tag, wo ich nach brennenden Küssen liebend hab sehnen mich müssen. Leise schwebt das Glück vorüber und der Himmel öffnet sich weit. Süßestes, wonnigstes Leben, längst schon erträumtes Erleben. Tief aus meines Herzens Grund steigen heiße Wünsche empor. Einmal im Leben steht ihnen die Stunde, das Glück steht vor dem Tor. Einmal im Leben steht ihnen die Stunde, das Glück steht vor dem Seine kaiserliche Hoheit Prinz Sergius befiehlt Ihnen sofort, das Fest zu verlassen, oder lässt das Petersburg hinausprügeln. Was? Hinausprügeln? Hoheit, wollen Sie mir bitte erklären? Aber mit dem größten Vergnügen, Hoheit. Ich habe die hierher kommen lassen, denn das fahrende Volk ist ja von nun an ihr Lebensinhalt. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Im Gegenteil. Ich habe mich selten geistig so frisch gefühlt wie in diesem Moment. Und hier sind die 10.000 Rubel, die ich Ihnen schuldig bin, dafür, dass Sie der Fürstin Fedora so erfolgreich den Hof gemacht haben. Was soll das bedeuten? Was geht hier vor, Fedja? Bitte sag du mir die Wahrheit. Lassen Sie mich die Wahrheit sagen. Der Herr, den Sie geheiratet haben, ist nicht Prinz Korossow. Den gibt es nämlich gar nicht. Und wer ist es dann? Mr. X. Du bist Mr. X. Ja, Fedora. Ich habe einen vom Zirkus geheiratet. Jawohl, Fedora. Ich habe Sie zur Zirkusprinzessin gemacht. Zirkusprinzessin? Nein, das kann es nicht wahr sein. Also war es doch nur Ihre Rache. Ich hätte es wissen müssen. Warum haben Sie das getan? Das war ich meiner Gesundheit schuldig. Meine Herrschaften, Und Sie, mein Herr Gemahl? Sagen Sie, dass das alles nicht wahr ist. Es ist wahr. Fedja, warum haben Sie mir das angetan? Fedora, fragen Sie jetzt nicht. Ich habe Prinz Sergius gesagt, dass seine Intrige anders ausgehen könnte, als er glaubt. Er konnte ja nicht ahnen, dass ich Sie liebe. Dass ich dich liebe, Fedora. Sie lieben mich. Sie, der sich zum willigen Werkzeug einer billigen Intrige hergegeben hat. Es wird sich alles aufklären. Es wird sich schnell aufklären. Jetzt sind wir doch Mann und Frau. Mann und Frau, ich bedanke mich für einen Mann, der sich unter falschen Namen trauen lässt.
beiden einen guten Auftritt, Mr. X. Es sind noch ein paar Dinge zu klären, Mr. X. Sie haben die Fürstin Palinska tödlich beleidigt. Sie haben sich einen Adelstitel angeeignet. Sie haben in dieser Uniform, die Sie zu Unrecht tragen, die Ehre aller Offiziere der kaiserlichen Husaren verletzt. Wählen Sie. Meine Herren, ich habe nichts getan, was nicht korrekt gewesen wäre. Ich trage die Uniform eines Husarenoffiziers, denn ich bin Husarenoffizier. Ich habe Fedora Palinska geheiratet, weil ich sie seit vielen Jahren liebe. Ich bin Fürst Fedja. Korossow allerdings ist der Name meiner Mutter. Er ist unauffälliger als der meines verstorbenen Onkels, des Fürsten Palinski. Dann wären Sie... Sie tischen uns hier eine Geschichte auf, die allein schon ausreicht, Sie Spießruten laufen zu lassen. Also? Wie Sie meinen. Halt! Ich erinnere mich an diesen Fedja Palinski. Er war im Kadettenchor des Tagesgesprächs. Fürst Fedja war ein hervorragender Schütze. Er konnte aus der Hüfte mit 3 Schuss 3 Sektgläser treffen. Das ist schon lange her. Aber bitte, wenn Sie wollen. Bravo! 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 Hoheit, Herr Kamerad, wir bitten um Pardon. Es muss Ihnen scheußlich zumute sein. Das geht vorbei. Und Fürstin Fedora? Ich habe sie das 2. Mal verloren. Was werden Sie jetzt tun? Was bleibt mir zu tun übrig? Wieder hinaus in strahlende Licht, wieder hinaus mit frohem Gesicht. Scheint das Leben oft auch bitter und kalt. Zeig deine Gunst, denn du wirst ja bezahlt. Nicht nur ein Gölglein, spiel mal des Glücks. Zeig deine Künste, zeig deine Tricks. Machst du es gut, dann winkt dir Applaus. Wenn du versagst, lacht man dich aus. Ob man dem Harlekin sein bisschen Glück gestohlen, wer wird drum fragen, wem darf es klagen? Geh in dein Zirkuszelt, mach deine Kapriolen, maskier dein Antlitz und denk nicht dran. Maskier dein Herz, vergiss, was dir getan. Den ich einmal versäumt. Du heulest Ruhbild meiner Lust, meiner Qual. Du süßes Märchen, es war
Was würden Sie sagen, wenn es diesem Mann einfiele, Ihnen seine Liebe zu gestehen? Ein Mann, von dem ich nichts weiß. Ja, vielleicht sind Sie, ohne es zu wissen, längst das Schicksal dieses Gauklers, der vor Ihnen steht. Ich werde mich in die Ehe stürzen, wie dieser Mr. X sich auf den Rücken seines Pferdes stürzt und sicher davon galoppiert. Jawohl, Fedora. Ich habe Sie zur Zirkusprinzessin gemacht. Das war ich meiner Gesundheit schuldig. Hoheit, Sie grübeln zu viel. Es ist vorbei. Fürst Palinski ist sonst wo. Ich weiß aber, er muss erfahren, dass ich es bereue, ihn verlassen zu haben. Und dass ich ihn nicht beleidigen wollte. Ja, dass ich ihn liebe. Wenn ich mir vorstelle, dass er sich quält, dass er sich vielleicht die schlimmsten Vorwürfe macht, sein Sprung auf das Pferd, wenn er abstürzen würde. Ich bedauere, aber ich glaube, ich würde es mir nie... Direktor Baranski, Sie hier? Bitte verzeihen Sie mein Eindringen, aber ich bin extra zu Ihnen gereist. Es handelt sich um Fürst Palinski, Mr. X, Ihren Gatten. Was ist mit ihm? Ich hoffe, Sie bringen mir keine schlechte Nachricht. Seit dieser peinlichen Szene ist er wie umgewandelt. Nun ja, sehr gesprächig war er nie, aber... Was ist mit ihm? Er springt immer unsicherer. Aber nicht nur das. Er hat sich in den Kopf gesetzt, den Sprung nicht mehr auf ein stehendes, sondern auf ein galoppierendes Pferd zu machen. Nein. Hoheit, ich bin seit 30 Jahren Zirkusdirektor. Aber ich weiß, dass dieser Sprung sein Sprung in den Tod sein wird. Und wann will er diesen Sprung riskieren? In der Abschiedsvorstellung. In Wien. Ja. Die Chefin hat schon dreimal nach Ihnen gefragt. Schon dreimal? Erst dreimal. Weil heute war ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Heute lass ich mir Zeit. Oh, der Toni. Grüß dich, Pelikan. Pass auf, du gehst sofort zu der Dame auf Nummer 16 und bringst dir eine schöne Schlagobers-Torte. Zimmer 16? Bitte sehr, bitte gleich. Auf Zimmer 16 gehen nämlich ganz besonders gern. Die Dame auf 16 ist nämlich keine Dame. Die ist der Traum eines jeden Mannes. Ja, der hat gute Anlagen. Sagen Sie, Pelikan, haben Sie meine Mutter schon gesehen? Wir sind halt aufgelegt. Im Augenblick leistet sie Entwicklungshilfe für die heimische Porzellanindustrie. Die krantelt wieder. Ja. Und das ausgerechnet heute, wo ihr alles gestehen wollte. Doch, Pelikan, ja. Wenn Sie wüssten, ja. Die Dame auf Nummer 16... Ich weiß ja, nicht, wenn Sie wissen, ich weiß ja. Miss Mabel Gibson, das ist die Dame, die zufällig am selben Tag, wie sie angekommen ist. Das ist eine Passperson. Ich bin verwöhnt, was Frauen anbelangt. Diese Augen, zwei Märchen. Ja. Ärger. Ärger. Sie sind verliebt in sie? Ärger. Ärger. Sie wollen sie heiraten? Noch Ärger? Nein. Was Ärger ist als heiraten gibt's nicht. Ich bin schon verheiratet. Na, selber schnell wegstecken. Ich hab sie heimlich geheiratet, russisch paradox. Ach, Pelikan, was tun wir jetzt? Jetzt tun wir die Fürswelle. Ach, diese Mabel, wissen Sie, die hat nämlich leider einen dunklen Punkt. Einen dunklen Punkt? Ja, das Unglück reitet schnell. Ja, schnell reiten kann sie auch, denn die ist nämlich vom Zirkus. Vom Zirkus? Na, da wird ja die Frau Mama eine Riesenfreude haben. Herr To? Der Herr Toni schickt die Torte. Torte? Er soll seine Torte auf Eis legen. Ich will nicht seine Torten, ich will ihn. Oh. Dieser Lauser! Was ist denn das für ein Saustall hier? Die Herrschaften im Separett 5 klingen seit einer geschlagenen halben Stunde. Und die Tische im blauen Salon sind auch nicht abgedeckt. Und wo steckt denn wieder der Toni? Der Laus. Ich gehe jetzt auf Zimmer 16, ja? Und Sie, liebster Pelikan. Ja. Pelikan,
Sie bringen meiner Mutter die volle Wahrheit bei, ja? Dankeschön. Toni, Herr... Jung ist er halt. Die Wahrheit sagt man doch erst, wenn einem gar nichts gescheiter ist. Pelikan, die Chefin, so Teufelswild war sie schon lange nicht mehr. Lieber Gott, steh mir bei. Das ist kein Hotel mehr. Das ist ein... Stimmt. Was stimmt? Alles. Alles stimmt, was Frau Chefin sagt, denn wenn sich einer traut zu sagen, stimmt nicht, tritt er sofort das Kündigungsrecht in Kraft. Ich frage mich nur eins, Pelikan. Warum habe ich Sie nicht schon vor 20 Jahren gekündigt? Das frage ich mich selber. Lieb ist sie heute wieder. So lieb. Jetzt wird sie mir gleich, ach Kim, jetzt wird sie mir gleich zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren. Gleich, ach Kim. Mein lieber, guter, alter Pelikan. Na, was habe ich gesagt? Fang schon an. Ja, Frau Chefin. Mein Gott, so lang sind Sie schon in diesem Haus. 40 Jahre, Frau Chefin. Und da lassen Sie diese Wirtschaft zu. Na, da gratuliere ich. Danke, Frau Chefin. Pelikan, Sie werden auch jeden Tag Pläder. Ich werde jeden... Was hast du gesagt? Pelikan, Sie werden jeden Tag Pläder. Brav, schön brav. Na, und was ist mit euch zwei? Hm? Gar nichts zu tun. Nein. Also dann... Gehen wir. Ja. Gehen wir. Frau Chefin, dass Sie das vor Zeugen gesagt haben, mit dem Pläder werden, das muss man schon die Asche besser da. Sonst ruinieren wir ja einen Fußball. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Chefin? Das können Sie verstehen, wie Sie wollen, Pelikan. Danke. Sie sind auch nicht mehr der Alte. Naja, wenn man sagt, Sie sind nicht mehr der Alte, dann meint man, Sie sind nicht mehr der Jüngste. Aber es sind halt 40 Jahre her, Frau Chefin. Vor 40 Jahren bin ich dahergekommen, ein junger, sehr schöner Mensch. Und Na, ganz, sehr schön, wahnsinnig. aber herzig. Wie ich meine ersten Glasen getragen habe, so mit gerade fest, wenn ich kann. Sehr gerade waren die auch nicht. Aber ein bisschen gerade als alt waren Sie schon. Und Sie waren ein ganz kleines Putzerl, ein liebes, blondes, kleines Putzerl. Angehabt haben Sie wenig. Damals haben Sie angehabt nur so ein kleines Lacktuch vorne und rückwärts einen Knopf. Also ganz Pelikan, wenn Sie mir gleich mit der Gefühlskisten daherkommen, dann kann ich ja nicht böse mit Ihnen sein. Sie sollen ja nicht böse mit mir sein. Und wenn keiner geschaut hat, habe ich das Knopf aufgemacht und habe Ihnen ganz leise... So was sagt man doch nicht. Aber gemacht habe ich es. Und dann sind Sie emporgeblüht wie eine Blume. Von Jahr zu Jahr sind Sie immer ein Jahr älter geworden und wie Sie dann 17 waren. Ach, erinnern Sie sich noch, Pelikan? War ich damals verliebt in den jungen Baron Burgstaller? Leutnant, erlauben, Gedanken, Frau Chefin. Leutnant war er bei den Elberdragonern. Dem hat mein Herz gehört. Mit gelben Aufschlägen Das war ein Charakter. und einen kleinen goldenen Quast. Naja, die Eltern waren natürlich dagegen, dass er mich heiratet, weil ich eine Wirtstochter war, aber habe ich heute den Schlumberger genommen. Ja, was? In der Not frisst der Teufel fliegen. Pardon. Der war nicht der Schlechteste. Nein. Na, am Anfang war es ein bisschen hart, aber dann ist ja gleich der Toni gekommen. Sehr bald ist er gekommen. Ja, wo ist er denn überhaupt, der Toni? Der Lausbur? Der Herr Lausburg steckt im 16er-Zimmer. Schon wieder? Ich will nicht mehr die Dame auf Zimmer 16 sein. Ich bin schließlich verheiratet und ich kann nicht, bis ich 70 bin, hier sitzen und Schlaukerpastorten essen. Nur weil du Angst hast, deiner Mutter zu sagen, dass wir Mann und Frau sind. Nebel. Aber das sag ich dir. Wenn du mich heute nicht deiner Mutter vorstellst, dann gehe ich noch heute Nacht mit dem Zirkus nach Budapest. Was? Da ist er gut. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Dort hat mich alles gern, dort rufen alle Herren. Juist Galambon und Prinzess Schokolade. Servus, Vigiano, Servus, Papa. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Ich frage, wo mich doch, das ist versprochen. London, Paris und in Venedig, und Berlin und sogar Orange und doch es sich entschieden lässt, wie gern ich Budapest. Schatz, du wirst dir das nicht antun. Ohne mich, was wirst du dann tun? Ohne mich, du liebst mich doch gewiss und ich dich auch. Jeden Tag wirst du dich sehnen, baden wirst du dich in Tränen. Na und wen, mein Schatz, was glaubst du denn? Mein Schatz, ja glaubst du denn, dass ich dich brauch? Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Und hat mich alles gern, und rufen alle her.
Ferdinand lässt. Wie gern ich meiner Fest. Oh, Mäbelchen. Aber wart nur, ich werde heute über mich hinauswachsen. Aber sag mal, ist denn deine Mutter wirklich so ein Besen? So ein Drachen? Ein Drachen? Das ist ein... Saurier. Jawohl, stimmt. Also, was ich da gesehen habe, das langt mir eigentlich. Aber vielleicht könnte ich auch noch aufgeklärt werden. Es wird Zeit. Nämlich, Frau Chefin, schon in der Bibel steht... Die Türe? Bitte Türe schließen. Schon, wo waren wir? Die Bibel. Schon in der Bibel steht es geschrieben. Liebet euch und vermehret euch täglich, womöglich stündlich. Ich möchte von meinem Herrn Sohn die Aufklärung haben. Vom Herrn Sohn, der Sohn. Also, Mami, ich habe mir aus Russland etwas mitgebracht. Was? Ein Packerl Tee. Pelikan, ich kann nicht, ich traue mich nicht. Pelikan, sagen Sie es ihr. Das mache ich doch. Ja. Das wie aus der Pistole. Frau Chefin, Exzellenz, Hochwürden. Na bitte? Na bitte, ich traue mich auch nicht. Aber ich traue mich. Liebe Frau Schlumberger, ihr Toni und ich, wir lieben uns. Was? Ach, mir bleibt die Luft weg. Was sagt denn da Ihr Mann dazu? Der ist damit sehr einverstanden. Mit dem sind wir ja einig, mein Mann. Sind wir einig? Das muss ein Trottel sein. Und wenn ich auch einmal beim Zirkus war... Beim Zirkus? Gut. Jawohl, beim Zirkus. So bin ich doch ein Mädchen mit einem ganz klein bisschen blauem Blut. Immerhin ist mein Vater der Baron Burgstaller bei die Elfer-Dragoner. Mit gelben Aufschlägen und dem einem kleinen goldenen Quastel. Der Baron Burgstaller? Der Franzl? Kennen Sie den? Yes. Kleiner Krake. Du wärst ja bald meine Tochter geworden. Das spielt ja keine Rolle. Ich kann mal, wird halt jetzt die Schwiegertochter, nicht? Sag ja nicht, dass du mit dem Toni so gut wie verlobt bist. Nein, so schlecht wie verheiratet. Jawohl, Mami. Wir sind Mann und Frau. Jetzt müsste ein Erdbeben kommen. Also, wie schlecht ihr mich kennt, das ist ja... Ich hab da nichts dagegen, dass ihr zwei euch gern habt. Zwei wie ihr, die müssen sich doch direkt kriegen. Ich hab den Burgstaller nicht gekriegt, aber dafür hab ich den Toni gekriegt. Und der Burgstaller hat die Möbel gekriegt und jetzt kriegt der Toni die Möbel und die Möbel krieg ich und alle kriegen sich. Und wenn es ein Bub wird, dann muss er ein Elfer-Dragoner werden. Mit gelben Aufschlägen und einem ganz kleinen goldenen Quast. Madame, Ich habe von Petersburg telegrafisch reservieren lassen. Fürstin Palinska. Ja. Zu gütig, dass Sie uns mit Ihrem Besuch beehren. Sie werden selbstverständlich der Fürstensuitor. Sehr lieb, aber ich habe andere Pläne. Pläne, bei denen ich auf Ihre Diskretion und auf Ihre Hilfe rechne. Ich bin Ihr Diener, Madame. Ist Mr. X im Hause? Ja, Ich muss ihn sprechen. das ist unmöglich, Madame. Mr. X empfängt nur Herrn Direktor Baranski. Ach ja, heute ist ja sein letzter Auftritt. Heute will er das Wagnis unternehmen, das er Wo ist Mr. X jetzt? in seiner Suite. Und was macht er, bevor er in den Zirkus geht? Er speist eine Kleinigkeit. Allein? Mr. X speist immer allein. Gut. Können Sie mir ein Kleid besorgen? Ein Kleid? Ja, ein schwarzes Kleid. Ich bleibe bei meinem Nein. Ich werde den Sprung wagen. Fedja, Sie sind mit Ihrer Nummer einmalig auf der Welt. Sie haben triumphalen Erfolg. Wenn Ihnen der Sprung auf das galoppierende Pferd glückt, heute, morgen, jeden Tag, Sie werden immer triumphalen Erfolg haben. Sie werden wieder einmalig sein. Aber wenn er Ihnen nicht gelingt, Dann ist es mir ergangen wie vielen Namenlosen. geben Sie diese verbohrte Idee auf. Nein, Baranski, ich brauche diesen Sprung. Ich sehe keine andere Möglichkeit, die Achtung vor mir selbst wiederzugewinnen. Und nun lassen Sie mich bitte allein. Ich muss noch eine Kleinigkeit essen. Bitte, wie Sie wollen.
Herein. Ja, aber... Gibt es noch was, Baranski? Nein, nein. Bitte, wo soll ich servieren? Der kleine Tisch, wie üblich. Scherben? Verzeihung. Aber ich bitte Sie, Scherben bringen. Ja, ich bin es, Fedja. Bravo. Früher hatte ich mich maskiert. Jetzt verstecken Sie sich hinter der Kleidung eines Zimmermädchens. Sie machen Fortschritte. Fedja, ich... Sparen Sie sich Ihre Erklärungen. Aber Fedja, Sie müssen mich anhören. Sie haben mir alles gesagt. Es war in der Nacht unserer Hochzeit. Sie haben mir Ihre Meinung deutlich genug gesagt. Ich wusste ja nicht, wer Sie sind. Sie haben ja erfahren, dass ich nur ein Gaukler bin. Ich habe aber erst hinterher erfahren, dass Sie Fürst Palinski sind. Und das hat Ihre Gefühle geändert. Sie haben einen bemerkenswerten Charakter durchlaucht. Fedja, spürst du denn nichts? Ich liebe sie, hat das noch nie ihr Herz tief gerührt. Ich liebe sie, hat dabei nie ihr Herz je vibriert. Ich liebe sie, ein heilig Wort, wer immer es sagt. Ob kommet Jagd, ob großer Herr, das Schicksal nicht fragt. Wie seltsam klingt aus diesem Mund dies Wort an mein Herz. Geheimnisvoll ein fremder Klang, einst Glück und jetzt Schmerz. Ich liebe dich, ein mir vom Glück erschließt mir dies Wort. Im Himmelsflug trägt weit, so weit es dich fort. Sie irren durchlocht. Es ist zu spät. In Verbindung mit Ihrem Namen habe ich zu viel verloren. Gut, ich gehe. Und Sie werden nie wieder von mir hören. Aber versprechen Sie mir eins. Führen Sie diesen wahnwitzigen Sprung nicht aus. Fedora, Ja? ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl. Aber ich muss diesen Sprung wagen. Er ist die einzige Möglichkeit, Sie zu vergessen. Und auf! Ja, schön. Und nun, verehrte Damen und Herren, der berühmte Mr. X.
Und nun, meine Damen und Herren, zeigt Ihnen Mr. X nicht nur die Sensation des heutigen Abends. Mr. X zeigt Ihnen erstmalig eine bisher unbekannte und für unmöglich gehaltene Weltsensation. Mit einem dreifachen Salto aus der Zirkuskuppel wird er auf den Rücken eines galoppierenden Pferdes springen. Mr. X arbeitet ohne Sicherheitsseil und ohne Netz. Selbst die größten Versicherungen der Welt haben sich geweigert, Mr. X für den Fall eines Unfalles zu versichern. Denn ein Fehlsprung bedeutet für Mr. X in jedem Falle Sie haben es also auch nicht verhindern können? Nein, ich habe nichts wie Scherben gemacht. Fedora, sei vorsichtig, sonst bist du wirklich gleich Zirkusprinzessin. Deine Zirkusprinzessin. Heute hier, morgen fort, was macht es? Reicht das Glück dir die Hand? Rasch greift zu, Komödiant. Rasch greift zu, Komödiant. Wenn man das Leben durch Champagnerglas betrachtet, sieht man es strahlen aus Goldpokalen. Ein holdes Bild erwacht, für das man einst geschmachtet. Zwei weiße Arme, ein roter Mund und plötzlich leuchten auf des Glases Grund zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön. Zwei Märchenaugen, die ich einmal gesehen, kann nicht vergessen ihren strahlenden Blick, kann nicht ermessen mein verlorenes Glück. Du Traum der Liebe, den ich einmal geträumt, du Traum des Glückes, den ich einmal versäumt, du
bösen Mädchen